Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Heute geht's wieder weiter mit unseren Katzen und unseren Hunden. Das heißt, wir wollen Bilder von Katzen klassifizieren, Bilder von Hunden klassifizieren. Wenn es ein Hund ist, schmeißen wir es weg. Wenn es eine Katze ist, dann als Hintergrund einrichten und dann sind wir glücklich. Nein, natürlich nicht. Die haben überhaupt nicht das richtige Format für den Hintergrund. Also ich meine, wo kommen wir denn dahin? Nein, natürlich wollen wir klassifizieren, ob auf dem Bild jetzt eine Katze oder ein Hund drauf ist. Das haben wir ja schon die letzten paar Mal gemacht und das macht natürlich sehr, sehr glücklich. Und ja, fangen wir einfach an direkt. Wir brauchen hier logischerweise, heute wollen wir übrigens unseren Trainingsalgorithmus schreiben. Das heißt, ja, das Modell überspringen wir erstmal wieder natürlich, also das Netz an sich. Wir machen zuerst Training und dann machen wir, ja, unser Netz, weil wir, wie gesagt, das eine fürs andere brauchen. Theoretisch brauchen wir beides so ein bisschen gegenseitig. Aber zunächst einmal brauchen wir einen Optimizer. So, wie bekommen wir einen Optimizer? Wir importieren erstmal torch.optim als Optim. Und dann können wir weitermachen. So, jetzt, wie machen wir das? Wir schreiben uns erstmal hier eine Funktion, devtrain und, Epoche. Und oben drüber definieren wir uns natürlich noch unseren Optimizer. Optimizer ist gleich Optim. So, jetzt nehmen wir einfach doch mal was anderes, nicht immer nur den SGD hier, sondern wir nehmen jetzt einfach mal einen Adam. Gut, was kann Adam so Schönes? Naja, es ist halt ein anderer Optimizer. Wir brauchen aber trotzdem immer noch weiter die Parameter des Netzes, die wir trainieren wollen. Model.parameters. Und was wir jetzt hier noch angeben können, ist die Learning Rate. Und ihr seht aber hier auch ein Weight Decay. Das heißt, ihr könnt angeben, eure Lernrate geht mit der Zeit immer ein bisschen runter. Halt, stopp, das ist was anderes. Weight Decay, ja gut, detaillierte Erklärung, das ist wirklich ein bisschen komplizierter hier. Kriegt ihr in meiner neuronalen Netzen-Playlist, das machen wir jetzt hier nicht. So, Learning Rate setzen wir jetzt erstmal auf 0,1 oder sowas. Die ist hier sehr, sehr klein, also 0,0001 oder sowas müsste sie sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wir setzen sie jetzt hier auf 0,1 oder 0,01. Machen wir 0,01, das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt, was müssen wir machen? Wir machen das ja für jede Epoche. Das heißt, jedes Mal nach jeder Epoche müssen wir auch evaluieren, ob unsere Bilder eigentlich gut sind. Diese Evaluationsdaten haben wir übrigens noch nicht eingelesen, machen wir aber noch. Das heißt, wir müssen unser Model erstmal auf Train setzen, damit es auch wirklich trainiert wird und nicht einfach nur, ausgeführt wird. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze hier machen. So, wir müssen unsere Daten erstmal aus unseren vorgefertigten Daten hier beziehen. Wir brauchen hier die Train Data. Aber wie ist denn die aufgebaut? Jetzt nochmal zurück zu den anderen Videos, wo es um die Datenverarbeitung ging. Wir haben hier immer Tensoren eingefügt. Also ich mache das Ganze jetzt übrigens auch on the fly hier. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht irgendwie jetzt alles ausprobiert oder sowas und weiß, was man hier verwenden sollte, sondern das ist einfach auch wirklich, okay, so geht man vielleicht ran, wenn man jetzt noch nicht so viele Netze oder sowas programmiert hat und so programmiert man halt einfach irgendwelche Netze, die man dann natürlich noch feintunen muss hinterher. Okay, also wie sind unsere Daten aufgebaut? Das hier ist ein Batch. Das heißt, hier sind 64 Bilder drin mit 64 Lösungen. Durcheinander gewurstelt sind sie schon. Das heißt, zufällig und so weiter haben wir alles erledigt. Aber wir haben hier jetzt natürlich nicht nur ein Bild, sondern wir haben 64 davon. Das heißt aber, wir müssen hier auch mehrere Batches haben, weil wir haben insgesamt 25.000 Bilder. 25.000 Katzen- und Hundebilder, ist das nicht toll? Und ja, deswegen müssen wir hier sozusagen für jeden Batch machen wir das hier. Und das machen wir dann auch nochmal für mehrere Epochen. Das heißt, wir haben insgesamt, ich habe hier übrigens auch noch ein paar Prints eingefügt. Wir haben insgesamt 390 Batches und das kann schon eine ganz schöne Weile gehen. Wir machen jetzt hier erstmal Folgendes. Was haben wir denn hier drin? Wir haben erstmal ein Tupel drin. Hier vorne sind die Trainingsdaten, hier hinten sind die Targets als Liste dieses Mal noch. Das heißt, man hätte hier vielleicht auch Tensoren draus machen können aus der Liste, aber ja gut, mein Gott. Okay, wir haben jetzt hier also Folgendes. Wir haben erstmal die Daten und wir haben das Target in unserer Train Data drin. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon, was wir brauchen sozusagen. Wir haben jetzt allerdings noch keine Batch-ID hier drin. Das heißt, die fehlt uns noch so ein bisschen. Deswegen setzen wir jetzt einfach einen Counter an. Counter oder Batch-ID. Batch-ID ist gleich 0. Man braucht die Batch-ID auch nicht unbedingt. Das ist nur für die Prints immer ganz angenehm. Aber ja, mein Gott. Also, man muss nicht. Man kann. Okay, so, jetzt, wie sind unsere Daten aufgebaut? Gut, Target bzw. Data ist erstmal natürlich ein Tensor, das ist schon mal ganz geil. Das heißt, wir packen unseren Tensor erstmal auf die Grafikkarte für unseren aktuellen Batch
So, und jetzt das Target. Das Target ist noch kein Tensor. Das Target ist aktuell noch einfach eine ganz stinknormale Liste. Das heißt, wir packen das Ding in den Tensor rein. Aus unserem Target natürlich. Und stopfen den dann in unsere Grafikkarte rein. Oh ja, Torch.tensor, sorry. Torch.tensor. Okay. Und was machen wir jetzt mit den beiden Dingern? Naja, wir müssen sie ja immer noch als Variablen verarbeiten. Das heißt, wir sagen hier, Data ist gleich Variable von Data. Und Target ist gleich Variable. Achso, ja, ich habe es noch nicht importiert. Machen wir sofort Variable von Target. Ich dachte gerade, ich habe mich verschrieben. So, jetzt natürlich erstmal Variable importieren. Dürfte auch nichts Neues für euch sein. Das haben wir quasi schon im 3. Video oder sowas gemacht. Also Torch.autograd import from Torch.autograd import Variable. Okay, so, jetzt haben wir hier erstmal die ganzen Targets und Data haben wir so verarbeitet, wie wir sie brauchen. Jetzt, was ist der nächste wichtige Schritt in jedem Batch, damit wir auch wirklich was lernen können und nicht irgendwie Murks machen hier? Wir müssen unseren Optimizer auf 0 setzen. Das heißt, wir setzen unsere Gradienten immer auf 0. Okay, dann weiter geht's. Wir stecken die Daten in unser Modell rein. Also out ist gleich Model von Data. Okay. Model existiert zwar noch nicht, aber wir erschaffen uns unser eigenes Model, das wird dann im nächsten Mal kommen. Jetzt, was für ein Criterion verwenden wir hier? Naja, im Endeffekt ist der Task, also die Aufgabe, was wir hier machen wollen, ist eigentlich eine ziemlich gleiche wie das letzte Mal, was wir hier machen wollten. Wir wollen nämlich Bilder klassifizieren. Wir müssen jetzt hier allerdings erstmal noch was importieren. Import torch.nn. Irgendwas leckt bei mir gerade ein bisschen. .functional, sorry, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, SF. So, und jetzt wollen wir hier natürlich also wir verwenden jetzt einfach dasselbe Loss wie letztes Mal, weil wir Bilder klassifizieren wollen. Wir wollen am Ende sagen, es ist Klasse A oder Klasse B. Das heißt, wir machen das hier im Endeffekt genau gleich. Und dann sagen wir hier, wir wollen unser Loss berechnen. Naja, als was wollen wir unser Loss berechnen? Als Criterion von was? Naja, von Output und Target. Achtet darauf, dass unser Output hier natürlich auch zwei Elemente haben sollte am Ende, wenn wir hier fertig sind. Und unser Target natürlich auch 2 Elemente hat. Das haben wir ja so schon gemacht. Okay, dann wollen wir unser Loss back propagaten. Loss.backward. Und wir wollen unserem Optimizer sagen, dass er was tun soll. Also Optimizer.step. So, und das ist es eigentlich auch schon. Das ist unser Trainingsalgorithmus. Es hat sich wirklich nicht besonders viel geändert im Vergleich zu letzten Mal. Wir müssen jetzt hier natürlich noch unsere Batch-ID um 1 vergrößern, ist gleich Batch-ID plus 1. Und hier zwischendrin könnten wir vielleicht noch was ausgeben. Das heißt, wir wollen, ja, ich kopiere jetzt einfach mal aus unserem MNIST das Print, weil die Prints, die zu schreiben und euch zu erklären, das ist ja, also ich meine, printen könnt ihr selber, das müssen wir jetzt auch nicht wirklich machen. Das ist allerdings hier nicht das, was wir brauchen. Wir wollen hier natürlich nur len von Train Data haben. So, und das ist jetzt eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. Jetzt können wir schon mal hergehen und hier unten unsere Main schreiben. Nehmen wir hier einfach for Epoch. Wie viele Epochen wollen wir denn trainieren jetzt? Naja, aus Zeitgründen, damit ihr nicht ewig warten müsst, wobei ich muss sowieso euch pausieren. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes, ich lasse euch trainieren oder ich pausiere euch während des Trainings. Was wir allerdings natürlich noch nicht jetzt machen können, weil wir hier das Modell noch gar nicht geschrieben haben, also dürfte klar sein. Train von Epoch. Wir werden übrigens auch noch ein paar Kleinigkeiten verändern müssen, also das ganze Debuggen und so weiter werden wir auch noch müssen, keine Sorge. Okay, und ja, das war's erstmal für heute. Das ist so der Trainingsalgorithmus. Nächstes Mal geht's weiter. Wir wollen unser Netz schreiben und dann mal ausprobieren, wie es so läuft. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.